Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. In diesem Video schauen wir uns nicht das an, was auf dem Thumbnail zu sehen ist, sondern wir sprechen über Verpackungen von Lautsprechern. Nein, Quatsch. Natürlich schauen wir uns auch die Aperion Audio Verus 3 Grand Bookshelf Lautsprecher an. Aber wie diese hier verpackt sind, das muss natürlich auch irgendwo mal Erwähnung finden, denn das habe ich in so einer Form noch gar nicht gesehen. Einfach mal einen Lautsprecher in so einen Samtbeutel eingepackt und nicht irgendwie in so einen Stoffbeutel, Styropor oder sowas. Also das hat schon was Auffälliges und Geniales. Aber jetzt schauen wir uns den Lautsprecher an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Los geht's, euer Speaker Shocker. Der Aperion Audio Verus 3 kommt, wie es der Name schon errät, als Regallautsprecher oder halt als Kompaktlautsprecher daher. Es ist ein Zwei-Wege-System. Der Lautsprecher ist 33 cm hoch, 19 cm breit und 22,9 cm tief und bringt insgesamt 6 Kilogramm auf die Waage. Ausgestattet ist der Lautsprecher mit einer 2,5 cm ASR Hochtonkalotte. ASR, das heißt, dass der Hochtöner mittig nochmal stabilisiert worden ist, um Verzerrungen zu minimieren und das Ansprechverhalten des Hochtöners deutlich zu optimieren und zu verbessern. Dazu gesellt sich ein 13,3 cm Mitteltieftöner aus Kevlar mit integrierter Faceplug. Die Faceplug soll dazu sorgen, dass interne Interferenzen im Chassis selbst minimiert werden. Auf der Rückseite finde ich das sehr hübsch gelungene und vergoldete Anschlussterminal für die Lautsprecherkabel. Lautsprecherkabel selbst oder Bananenstecker können hier verwendet werden. Be-Amping oder Be-Wiring ist auch hier gar kein Problem. Schaut man sich den Lautsprecher genüsslich einfach mal an, dann fällt einem direkt auf, wie wunderbar diese Lackierung gepaart mit der Kirschholzoptik einfach aussieht. Ich finde, das sieht wirklich fantastisch aus. Dabei spielt die Lichtsituation auch noch eine große Rolle. Wird der Lautsprecher jetzt quasi von viel Licht angestrahlt oder so, dann reflektiert dieses Holz nochmal richtig mehr das Licht. Hat man jetzt ein bisschen dunkleres Licht, dann rückt auch die Reflexion des Lautsprechers ein bisschen in den Hintergrund. Ist ein interessanter Effekt. Die Verarbeitung kann sich auch auf jeden Fall sehen lassen. Hier gibt es nichts zu bemängeln. Man kann ihn stundenlang angucken, den Lautsprecher. Man findet einfach keinen Makel. Die Front allerdings, die finde ich, da verliert der Lautsprecher ein bisschen von seiner Eleganz. Denn die wirkt irgendwie so, als wäre sie einfach aufs Gehäuse draufgesetzt und mehr nicht. Ich finde, sie ist ein bisschen langweilig, aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Wer die Chassis des Lautsprechers nicht sehen möchte, der kann den Lautsprecher einfach mit der mitgelieferten magnetischen Abdeckung abdecken und erhält vorne einfach eine gerade Kante. Das sieht dann auch schon wieder gefällig aus. Decken- oder Wandmontage ist bei dem Lautsprecher auch kein Problem, denn die Gewinde, genau, die sind im Lautsprecher schon enthalten. Ein Frequenzgang gibt der Hersteller bei dem Verus 3 Kompaktlautsprecher von 45 bis 30.000 Hertz an. Den Hochtonbereich können wir dabei noch um 3 Dezibel variieren. Dazu steckt man einfach die Klammer auf den Lautsprechern-Terminals dementsprechend um. Die Messung hier im Raum zeigt tendenziell, wo die Reise mit dem Lautsprecher hingeht. Unten im Bassbereich, da fehlt es eine Kleinigkeit, ist es aber auch kein Wunder. Es ist ja auch kein Standlautsprecher und der Regallautsprecher bzw. Kompaktlautsprecher ist hier offen im Raum aufgestellt. An der Wand oder sogar im Regal kann man noch ein bisschen mehr Tiefbass erwarten. Dann geht es tendenziell linear gut weiter bis um die 15.000 Hertz. Die Übernahmefrequenz vom Mitteltieftöner zum Hochtöner liegt hier bei 2800 Hertz. Hat man den Lautsprecher im Raum offen aufgestellt, dann kann man mit dem Verschließen des Bassreflexkanals auf der Rückseite doch im unteren Bassbereich noch ein bisschen rausholen. Und auch wenn wir den Hochton mit der vorhin erwähnten Klammer um 3 dB senken wollen, so können wir das auch hier in der Messung gut nachvollziehen. In Klang zu schätzen weiß ich bei dem Lautsprecher, das sind die Kickbässe. Die mag der Lautsprecher besonders gut. Der Bass spielt wirklich sehr präzise und spricht auch sehr schnell an. Tiefbass, das kann er zwar auch hin und wieder, wenn man ihn dazu treibt, aber das ist jetzt nicht unbedingt die Spitzendisziplin des Lautsprechers. Es ist aber auch nicht so, dass der Bass jetzt irgendwo großartig fehlen würde. Generell ist der Lautsprecher schön abgestimmt und ich finde, gerade die Mitten machen die Sprachverständlichkeit sehr schön. Generell der Lautsprecher mit den Mitten und den Höhen ergeben eine wunderschöne Atmo, dieses Mittendrin-Gefühl. Wenn man schöne Stereoaufnahmen hört, dann hat man wirklich mit dem Lautsprecher das schöne Mittendrin-Gefühl.
Das finde ich klasse. Stimmen lösen sich wunderbar von den Instrumenten und es lässt sich mit dem Lautsprecher eine wunderschöne Tiefenstaffelung heraushören. Auch die Stereobühne bildet er sehr gut ab. Der Hochtöner allerdings hat irgendwie meiner Meinung nach so seine zwei Seiten. Hört man jetzt Blues, Jazz oder eher so ruhige Musik, so spielt der Hochtöner sehr detailliert, sehr ruhig, sehr gemütlich, ohne dabei jetzt gestresst zu wirken oder Stress zu übermitteln, egal bei was für einer Lautstärke. Nimmt man jetzt andere Musik, zum Beispiel Rock oder Eurodance oder sowas, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass der Hochtöner dann auf einmal aus seiner Haut rauskommt und einfach ein bisschen lauter spielt und dabei fast schon irgendwie ein bisschen zu spitz, ein bisschen zu scharf wirkt. Ich hoffe, das habe ich gleich für euch im Soundcheck gut mit rübergebracht. Und wenn wir schon vom Soundcheck reden, auch hier habe ich wieder einen kleinen Soundcheck für euch vorbereitet. Dieser ist auch wieder 3 dB neural aufgenommen worden. Also tragt am besten eure Kopfhörer, um das beste Ergebnis für euch beurteilen zu können, damit ihr tendenziell so ein bisschen heraushören könnt, wie der Lautsprecher klingt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ein klitzekleiner Basstest darf an der Stelle natürlich auch nicht fehlen.
Also Bass kann der Lautsprecher im gewissen Maße, finde ich auf jeden Fall. Man darf ihn natürlich jetzt nicht mit Standlautsprechern oder sowas vergleichen. Das hatte ich als erstes irgendwo im Kopf. Ich denke, der Bass ist zwar da, aber irgendwo fehlt da so ein bisschen der Nachbrenner, irgendwas fehlt da. Aber das, was sie an Bass machen, das finde ich, das ist recht überzeugend und wirkt auch nicht übertrieben oder sowas. Der Lautsprecher, finde ich, ist sowieso eher so der Kandidat, der belohnt dich eher, wenn du aufwendigere Musik hörst. Nicht einfach irgendwas aus den Charts, sondern aufwendig produzierte Sachen. Zum Beispiel von Michael Jackson oder sowas. Oder Dire Straits, Brothers in Arms, das Album oder sowas. Wenn du das schön anhörst, dann belohnt dich der Lautsprecher einfach mit einem Klang. Ja, da kriegst du wirklich Gänsehaut von. Das macht der Lautsprecher wirklich ganz gut. Böse Onkels gehen sogar mit dem auch. Und das sogar bei hohen Pegeln. Das macht richtig Spaß, das damit zu hören. Und Eurodance Children von Robert Miles zum Beispiel, das geht auch ganz gut. Das machen die Lautsprecher richtig gut und das passt alles so zusammen, wie es soll. Das, was Stereoaufnahmen ausmachen, das kann der Lautsprecher richtig gut wiedergeben. Dabei spielt der Lautsprecher jetzt aber auch in seiner Größe angemessen. Es gibt ja manche Lautsprecher, die spielen tatsächlich größer, voluminöser, als sie im ersten Augenblick aussehen. Aber es gibt auch Lautsprecher, die spielen dann ein bisschen zurückhaltender und kleiner, als sie im Endeffekt aussehen. Was haltet ihr denn von den Lautsprechern, liebe Leute? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich bedanke mich jetzt bei euch, dass ihr wieder so lange zugesehen habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihr noch gerne einen Daumen nach oben oder könnt auch gerne den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann würde es mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bleibt mir bis dahin gesund und munter. Macht's bis dahin gut. Euer Speaker Schocker. Tschüss. Da oben sind noch 2 Videos und da unten ist Abonnieren.